Over the years I've been making videos, lots of people have suggested that I should see the Hallig Islands in Germany, mostly because of the tiny trains. Every few years, some media outlet does a story about how the people who live out on the islands have their own personal trains to get them to and from the mainland. And yes, I'm going to talk about those. But the story here is way more interesting than that. Although, yes, the best way to get to some of the Hallig Islands from the mainland is on board tiny trains. And the railway staff here are going to let me take a ride. Geht die Strecke hier von Lüttmoorsiel rüber zur Hallig-Nordstrandischmoor. Die ist etwa 3 Kilometer lang und läuft über einen Watt-Sicherungsdamm. Also es gibt bloß diese eine Strecke ohne irgendwie eine Verzweigung. Es ist halt nur ein Gleis, es gibt eine Ausweiche. Ansonsten, so viel Verkehr ist hier nicht. Hilft man sich halt, wer zuerst da ist, der hat dann halt Vorrecht. But there's a bigger question. Why is there a tiny railroad here? Who builds a railroad instead of just a road? Los geht's! Diese Bahn ist eigentlich gebaut, um Material auf die Hallig zu bekommen, Küstenschutzmaterial. Also die Gleise liegen auf einem Watt-Sicherungsdamm. Der ist erforderlich, um eben das Watt zu sichern und die Priele und die Nordsee weiter draußen zu halten. Und man hat dann eben, um das Material darüber zu bekommen, hat man diese kleine Eisenbahn darauf gebaut. If you're building sea defences in the 1930s and you need to get a load of heavy material across a tidal flat, well, rail is your most efficient option. And to understand why they need those defences, we need to take a look at the bigger picture. But unfortunately, I'm not allowed to fly a drone here because this is a wildlife preserve. But if you look at aerial images, you can see that the whole of this area, the North German coast, is protected by these barrier islands. This area is the Wadden Sea, hundreds of kilometres of sandbars and mudflats that act as a natural wave break and storm defence. That's what they were boosting with the earthworks here. Manage these islands correctly, and you'll protect all the cities on the mainland from flooding. Plus, people have lived on these islands for centuries now. They'll happily take the storm defence for themselves and the free railroad that comes with it. Für touristische Nutzung ist diese Bahn nicht gedacht, also die ist einzig für den Küstenschutz. Und dann haben die Halligbewohner die Erlaubnis, eine eigene private Lore zu nutzen, wie sie hier im Vordergrund steht. Und die können dann halt rüberfahren. Denn jede Lore ist ein Unikat, also ein Prototyp im Endeffekt. Man macht jedes Mal, wenn man die neu baut, die halten ja nicht ewig, die meisten bauen wir ja selber irgendwie zusammen, macht mal was anders und verändert daran wieder. Also die sind schon relativ wartungsintensiv und auch relativ teuer. Das ganze Antriebssystem, also unter 15.000 € ist es fast nicht möglich, eine Lore zu bauen. Genau, jeder muss sich selber um seine Loren irgendwie kümmern. Man kann die nicht halt von der Stange kaufen, so als wenn ich jetzt zu einem großen Autohaus hingehe und sage, das Auto hätte ich gern, das funktioniert mit den Loren eben nicht. Und die Mindestanforderung ist, dass man 15 Jahre alt ist und so einen Mofa-Führerschein hat. Die ersten Loren, das waren nur Wagen, Plattformwagen, die sind von Hand geschoben worden und ein kleiner Mast war da dran. So hat man das tatsächlich angefangen. One of the problems with living on what's basically a bit of sea defence is that you're going to be the one that gets flooded. These islands go mostly underwater 50 or 60 times a year, usually in winter. The local term for it translates as land under. The houses are up on mounds to protect them, and they're built high enough for now. But one of the reasons that the railway is still in regular use is that it's still helping to build the sea defences. Mit Pfählen und Verschienen bauen wir so Zäune ins Watt. Dadurch soll das Wasser sich beruhigen und Sedimente sollen sich absetzen. Und so kommt es zu einer Erhöhung des Vorlands. Das geht sehr langsam voran, aber ja, jeden Tag ein bisschen und das bringt dann auch irgendwann was. Ja, Landunter für uns bedeutet, dass wir alles, was unten ist, hochholen müssen. Aber wenn dann alles in Sicherheit ist, ist das was Schönes. Landunter bedeutet für uns im Sommer ein bisschen mehr Arbeit, weil man eben im Sommermodus ist und alles ist unten auf den Feldern verteilt. Das muss alles dann hochgeholt werden. Aber im Winter, wenn wir dann im Wintermodus sind, dann ist es für uns nicht so schlimm, weil dann sind wir mehr vorbereitet darauf. Ja. Und es ist auch nicht so, dass wir jetzt wochenlang unter Wasser stehen. Das ist nur für ein paar Stunden in der Regel. It seems strange to describe an island as something that needs to be kept healthy, but yeah, that's why the railway's here. Yes, the locals have their own trains. Very rarely, if they're staying on the island, tourists can ride too, and it looks quirky and interesting. But the reason behind it is to stop these islands and eventually the mainland being flooded by rising seas.